Ich grüße euch, mein Name ist Albert, ich bin 30 Jahre alt. Ja, und heute möchte ich erzählen, wie ich zum Glauben gefunden habe, wie ich gläubig wurde und was nötig war, um zu erkennen, was die Wahrheit ist, um wirklich zu leben in der Fülle des Herrn, im vollbrachten Werk des Kreuzes. Ja, ich fange mal so an. Ich bin auch aufgewachsen mit der Prägung. Ich wusste einiges von Gott. Ich wusste, dass es Gott gibt. Wir wurden von meinen Eltern so erzogen. Ich bin der älteste von 6 Geschwistern. Und ich ging schon von klein auf zur Kirche. Ich habe schon vieles mitbekommen. Die Kirche, es war für mich alles normal. Aber es war sehr viel verbunden, oder es war der Grundsatz unseres Lebens in der Kindheit. Es war alles auf Religion gebaut. Meine Eltern, ich liebe unsere Eltern, wir Kinder, also meine Geschwister, wir lieben unsere Eltern. Die haben uns wirklich das Beste versucht mitzugeben. Sie haben uns das weitergegeben, was sie quasi beigebracht bekommen haben aus Russland, die Religion. Ich sage es wirklich, Religion, mit vielen Verboten, mit vielen Gesetzen, dass man quasi im Leben nichts machen darf. Und so wurden wir auch auferzogen als Kinder. Unsere Kindheit war wirklich sehr, sehr geprägt von der Angst, von Verboten, von Strenge, von Schläge. Und das hat sich auch ausgewirkt auf mein Verhalten in der 2. Klasse. Ich war schon so auffällig in der Schule gewesen. Die Lehrer wussten nicht mit mir, was sie anfangen sollen, weil ich, als ich in der Schule war, weg vom Zuhause war, vom Elternhaus, habe ich meine Freiheit gehabt. Ich bin wirklich ausgerastet, kann man sagen. Ich hatte Verhaltensstörungen, ich konnte in der Klasse nicht ruhig sitzen, ich war immer der Klassenclown. Und so hat sich das weitergezogen durch mein Leben. Immer wenn ich draußen war, außer von zu Hause, habe ich gelebt. Und ich habe die anderen Kinder gesehen, die anderen Menschen gesehen und ich wollte einfach normal leben und auch Spaß haben, wie man als Kind so ist. Aber es war alles mit Strenge, mit Verboten. Und die Angst wurde so dolle bei uns, dass wir sogar Angst hatten, in den Keller zu gehen, zum Beispiel eine Packung Zucker zu holen. Das sind banale Dinge, aber die waren so krass in uns eingetrichtert worden. Wir hatten Angst, in den Keller zu gehen, weil wir immer Angst hatten, da ist der Teufel. Aufgrund dessen, wenn wir was falsch gemacht haben, der Teufel ist da. Und das hat unser Denken so geschädigt und unser Wachstum als Kinder so geschädigt. Und ja, ich bin dann mit 14 Jahren komplett ausgebrochen. Ich habe dann gesagt zu meinen Eltern, macht was ihr wollt, ich gehe nicht mehr zur Kirche. Die sind zuvor nach Weißrussland gereist und ich bin hier geblieben. Und hier hat es dann angefangen, hat dann mit Drogen angefangen, mit Alkohol angefangen. Meine Eltern sind wiedergekommen aus Weißrussland und ich meinte so, ich werde nicht mehr zur Kirche gehen, ich schließe ab. Sie haben mich trotzdem zur Kirche gezerrt, also wirklich gezerrt in die Kirche. Ich bin in die Kirche rein und bin hinten raus und zu Fuß nach Hause gegangen und ich hatte etliche Kilometer zu gehen. Und so hat sich meine Karriere, die schon, sage ich mal, früher angefangen hat, wirklich Mist zu bauen. Dann hat sich das erweitert in Drogen, in Alkohol. Ich habe Freunde gefunden, die gleichgesinnt waren wie ich. Und ich hatte meine Anerkennung. Ich hatte Freunde, ich hatte Spaß. Und ich habe Dinge getan, ich habe geklaut, ich habe geraubt, geprügelt. Das volle Programm. Und ich wusste ganz genau, was ich tue. Ich wusste, dass alles, was ich tue, dass es nicht richtig ist. Aber das Ding ist, es hat so viel Spaß gemacht. Ich war wirklich in so einer Traumwelt. Das hat mir alles so zu meinem Herzen gesprochen. Man hatte Anerkennung. Und das hat dann einen tiefer gebracht, einen weiter gebracht. Und es hat sich dann summiert. Marihuana, dann wurde es Ecstasy, dann Kokain. Also ein kompletter Junkie. Ich war 72 Kilo auf 1,96 Meter. Ich war komplett abgemagert. Ich hatte Hass auf meinen Vater, ich hatte Hass auf meine Mutter, ich hatte Wutausbrüche, ich habe zu Hause die schrecklichsten Dinge getan. Und dann habe ich mir einen reingekifft, einen geraucht und dann ging es mir wieder gut. Ich hatte dann wieder Schuldgefühle und dann fing ich an, über mein Leben nachzudenken. Und ich wusste, dass alles, was ich tue, alles falsch ist. Ich wusste, Gott gibt es, aber ich hatte absolut keinen Zugang zu ihm. Und ich wollte auch in diese Systematik, sage ich mal, wollte ich nicht hinein. Ich konnte gar nicht. Ja, und somit, Strafmaß bei mir war voll. Ich war schon Jugendarreste, Wochenarreste, etliche Male in Gerichte. Ich hatte Schulden ohne Ende. Ich hatte mit 14 Jahren durch die ganzen Einbrüche hatte ich ca. 19.000 oder 20.000 Euro Schulden, die ich dann bis zu meinem 27. Lebensjahr abgezahlt habe. Also alles aufgrund dessen durch diesen ganzen Ausbruch. Mit 19 Jahren ging ich dann schließlich
ins Gefängnis, wurde verurteilt. Erstmal zu 15 Monaten im Gefängnis wurde ich dann wieder verurteilt, weil dann die Anzeigen nachgelaufen sind. Dann hatte ich ein Strafmaß von 2 Jahren. Wenn ich heute nicht im Gefängnis gewesen wäre, also bezüglich damals, wäre mein Leben entweder mit dem Tod geendet oder ich wäre ein Junkie, komplett abhängig. Also eins von beiden. Und ich wusste, dass das Gefängnis eine Umkehr für mich war. Ich fing dort an nachzudenken über mein Leben, hatte dort eine Bibel, die mir meine Mama mitgegeben hat. Ich wollte sie auch gar nicht haben, meinte zu Mama, ich will diese Bibel nicht. Aber ich habe mich an ihr geklammert. Ich war 2 Wochen im Aufenthalt in Göttingen, da wo man schaut, ob ein offener Vollzug oder ein geschlossener Vollzug. Und dort, ich habe 2 Wochen nur die Bibel gelesen. Da wurde ich in den offenen Vollzug reingesteckt, weil die haben gesehen, mit ihm kann man noch was anfangen. Da fing ich an, weiter Drogen zu nehmen. Wir durften rausgehen, wenn man sich gut benommen hat und das System mitgemacht hat. Dann dort Drogen gekauft, verkauft und es hat sich so weiterentwickelt. Ja, und schließlich habe ich dann dort auch einen Fehler gemacht im Gefängnis, habe dann die Regeln nicht missachtet, ging in den geschlossenen Vollzug. Und dort, dieser geschlossene Vollzug hat mir den Rest gegeben. Ich habe mir gedacht, was ist los? Ich kam in meine Zelle hinein, ich habe geheult, wirklich, ich habe geheult. Ich war 20 Jahre und ich bin in der Zelle komplett geschlossen und denke, was ist los hier? Ne? Meine Oma ist gestorben, ich war nicht auf ihrer Beerdigung und ich hatte nur Nachteile auf diesem Weg meines Lebens, aber ich habe mich dazu entschieden. Ich kam raus, nach 1,5 Jahren durch gute Führung und mein Leben hat sich dann quasi verändert. Ich hatte eine Freundin, dann hat sich meine Sucht von Drogen abgewandt. Also ich habe mich quasi dagegen entschieden, habe meinen Freunden von damals abgesagt und fing an, Diskos zu trinken, hat sich die Sucht verlagert. Ich wurde Alkoholiker, getrunken, Ausraster, Schlägereien, Hauspartys, da war meine ganze Familie mit involviert. Und das hat sich durchgezogen und ich wusste, so wie ich lebe, es ist alles falsch. Ich wusste es immer und besonders am Sonntag, weil man wusste, die Menschen sind in der Kirche, die gläubig sind. Und dann kam der entscheidende Moment meines Lebens, 2012, nach dem Gefängnis. Ich hatte einen Traum gehabt und hat mit diesem Traum alles angefangen. Ich stand auf einem Berg, Jesus kam, hat seine Gemeinde abgeholt und ich war nicht mitten unter den Seinen. Ich bin aufgestanden, meine Freundin lag neben mir und ich habe geheult. Ich wollte mein Leben verändern. Ich wollte ein neues Leben anfangen. Ich wusste aber nicht wie und was und ich dachte, ja, jetzt muss ich mein Leben, ich muss Fernseher wegmachen, ich muss Rauchen aufhören. Diesen Dinge, die gelehrt wurden von Kindheit, dass Fernseher schlecht ist, dies schlecht ist, das schlecht ist. Ne? Und so habe ich dann Kontakt gesucht zu meinen alten Nachbarn und bin hingefahren nach vielen Jahren, habe ihnen das erzählt und ich habe wirklich tief geweint, weil ich wusste, ich bin verloren, wie ich lebe. Es war mir so klar. Wir haben gebetet, ich bin nach Hause gefahren, fing an, meinen Fernseher einzupacken, aufhören zu rauchen. Meine Freundin sagt dann so, was machst du da? Die hat mich nicht wiedererkannt und hat dann quasi Angst bekommen und sagt zu mir, ich will das nicht, entweder ich oder der Glaube. Ne? Und das hat mich weggehauen. Ne? Und ich denke mir so, das kannst du doch nicht machen. Danach hat sie es ein bisschen beruhigt, wir sind zu Edeka gegangen und dann habe ich mir wieder Alkohol geholt und somit wurde das, was mir im Traum gezeigt wurde, diese ganze Reue über mein ganzes Leben zu verändern, wieder hinuntergespült. Wir sind zusammengezogen und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Fakt ist, nach etlichen Jahren ging die Beziehung kaputt. Ich kam 2015 am Ende meines Lebens quasi, also psychisch, wusste nicht mal wohin mit mir. Fing an, dann mein Leben zu verändern. Ich wollte nicht mehr rauchen, ich wollte nicht mehr trinken, ich wollte Sport machen, ich wollte ein anderes Leben. Ich wollte nicht mehr das Leben führen, was ich gelebt habe. Und so habe ich mich dann angefangen zurückzuziehen. Fing an, Sport zu machen, aufgehört zu rauchen, mit den Neujahrsvorsätzen, an die ich nie geglaubt habe. Die haben wirklich dann Frucht gebracht, ne, als ich mir die vorgenommen habe. Ja, und so fing es an. Dann musste ich eine MPU machen, weil ich die Regeln immer missachtet hatte. Und dort wurde dann festgestellt, dass ich ein Alkoholiker bin, dass ich viel trinke. Und somit hat dann die Psychologin darauf quasi eingewirkt in mein Leben, aufzuhören zu trinken oder einen Test zu machen. Und mit diesem Test, der begonnen hat 3.6.2015, da fing es bei mir an, ich habe gemerkt, es tut mir gut ohne Alkohol. Und da war ich das erste Mal nüchtern und da fing es wirklich an, Mitte 2015, wo sich schon alles angefangen hat zu verändern und ich konnte nie so wirklich in dieses alte System hinein, ich nenne es System, also von mir aus, so diese Religion, man muss Gott was tun, man muss sich so und so kleiden und dann bin ich angenommen von Gott. Ich konnte das nie irgendwie vereinbaren mit meinem Denken. Ja, und um die Sache ein bisschen zu verkürzen, hatte ich dann noch eine Freundin gehabt,
wieder alles in die Brüche gegangen. Und ich wusste in meinem Herzen, als ich die zweite Freundin hatte, ich hatte ein tiefes Loch und ich konnte es auch mit ihr nicht füllen. Ich konnte es auch nicht mit meiner abgeschlossenen Ausbildung füllen. Ich war dann auch schon gut durch Sport drauf und mein Leben hat sich wirklich verändert. Aber das hat mir null Halt gegeben. Ich hatte so eine Angst, wenn Jesus jetzt wiederkommt, so wie damals im Traum, ich bin weg. Ich weiß, wo ich landen werde. Ne? 2017 fing es dann an, dass ich wirklich mit der zweiten Beziehung zu Ende ging und ich fing an, tief nachzudenken. Was ist das hier alles? Was ist das für ein Leben? Ich bin 27 Jahre, mein ganzes Leben nur ein Scherbenhaufen. Ich bin geschädigt durch und durch. Die Religion hat mich so geprägt, die Erziehung hat mich so geprägt, meine Geschwister so geprägt und die ganze Familie letztendlich, alle waren im Glauben und von Vater bis Mutter alle weg. Alle wieder vom Glauben weg. Die hatten gar keinen Halt mehr. Weil so viele auf Menschen gebaut hatten, so viele auf Menschenregeln geschaut hatten, aber die reine Beziehung zum Herrn, die war quasi gar nicht gegeben und es ist alles zusammengebrochen. Das Haus wurde auf Sand gebaut. Ja, und so dann habe ich meine Wohnung aufgegeben, bin zu Eltern zurückgegangen und da war ich dann zu Hause und ich habe geheult. Ich lag in meinem Zimmer, ich habe geheult und ich war voller Depressionen. Ich war wie ein alter Mann, der nichts mehr hatte, nur noch ein paar Tage zu leben. So habe ich mich gefühlt. So eine Leere in meinem Herzen. Ich hatte da einen besten Freund, den ich kennengelernt hatte im Gefängnis. Bis heute sehr, sehr tiefe Brüder. Und ich konnte mit ihm über sehr viele Dinge über den Glauben sprechen. Und da hat es angefangen, wo ich anfing, über den Glauben zu sprechen, zu reden, fing an, tief zu beten. Und also ich meine tief damit, ich fing an, wirklich mir Zeit zu nehmen, zu beten und nicht nur so oberflächlich, wenn ich was brauche von Gott. Ja, und dann kam der Tod meines Freundes von früher, ist gestorben, Motorradunfall. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, ich weiß nicht ganz genau, ich lag auf dem Sofa, ich bekomme diese Nachricht, dass mein Freund von damals tot ist. Ich wurde so genommen und wachgerüttelt. Ich ging nach unten und mir war wie so eine Vision vor Augen, dass ich der Nächste bin. Und da habe ich noch ein bisschen gekifft, also ganz minimal habe ich gekifft, aber trotzdem, ich habe versucht, mir irgendwie durch diese Betäubung ein bisschen Frieden zu schaffen. Shisha geraucht und ja, ich wusste, ich bin der Nächste. Ich habe geheult, ich bin zu der Beerdigung gefahren, ich habe Freunde von früher gesehen, mit denen ich zusammen war, wie alle auf Drogen abgestürzt sind. Und wenn ich damals nicht im Gefängnis gewesen wäre und diese kleine Veränderung eingetreten hätte, wäre ich auch genauso wie sie abhängig von Drogen oder geschweige denn tot, so wie mein Kollege von früher. Ja, und das war Mitte 2017 und ich konnte nicht mehr. Dann wurden wir mal eingeladen zum Gottesdienst, von meinem Freund einmal da gewesen, zweite Mal dort geweint. Ich wusste, ich muss mich bekehren, aber ich konnte nicht. Was machst du hier? Wo schließt du dich wieder an? Was ist das für eine Sekte hier? Was machst du überhaupt? Ne? Ich hatte Kämpfe, die waren einfach unbeschreiblich. Und dann im Oktober 2017 wurden wir eingeladen, Erntedankfest, in unsere alte Gemeinde von früher, wo ich 13 Jahre sie nicht mehr besucht hatte und ich konnte auch nicht. Es war für mich so eine Burg, die ich niemals betreten kann, weil die Mauer zu hoch war. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und dann wurden wir eingeladen, ich hatte diesen Verlangen, mit meiner Familie hinzugehen. Und wir gingen mit meiner Familie, Vater, Mutter, alle, wir gingen dahin. Und ich kam in dieses Gebäude hinein und mich überkam so ein Gefühl, ich bin zu Hause. Also, dass wirklich dieses alles mein Zuhause ist. Und ab diesem Tag an fing ich wirklich dann in diese Kirche zu gehen. Und beim zweiten Mal Gottesdienst, wir hatten Abendmahl Gottesdienst, Abendmahl, wo man an den Tod des Herrn gedenkt. Und dieser Tag, der hat wirklich so zu mir gesprochen. Ich bin dann abends wieder hin, wollte mit einem Prediger sprechen, einfach erzählen, was bei mir abgeht. Ich habe schon zuvor viel gebetet, dass der Herr mir meine Sünden vergeben soll. Ich habe alles bereut, ich habe mir alles gegeben, aber ich hatte keine Gewissheit, ich hatte keine klaren Frieden verspürt oder sonstiges. Ich habe nur gebetet, dass ich will ein neues Leben, ich will Veränderung in meinem Leben. Und an diesem Tag, wo ich dann abends hingefahren bin, habe ich dann mit dem lieben Bruder gesprochen und habe ihm alles erzählt. Wir haben gebetet. Ab diesem Moment des Gebetes, ich weiß nicht, ich bin nach Hause gefahren, ich war dann mit dem Fahrrad noch dort gewesen. Ich hatte so eine Freude, ich hatte so einen Frieden, den ich nie hatte. Es ist nicht jetzt irgendwas Krasses passiert. Es war ein Gebet und dieses Gebet, es hat irgendwie alles besiegelt. Es war klar, ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin nach Hause gefahren, bin in mein Zimmer hinein und ich habe keinem was erzählt, was bei mir abgeht. Meine Eltern wussten nicht, was bei mir abgeht. Wie ich leide, die Dunkelheit in meinem Herzen, die Depressionen, keiner wusste es. Ich habe mich geschämt, dass der Albert da Bibel liest, dass der
zur Kirche geht. Ich habe mich geschämt, weil damals war ich anders. Ja, und ab diesem Moment hat sich das alles verändert. Ich habe meinen Platz gefunden. Ich wusste, das ist der Weg. Und mir wurde sehr schnell klar, ich muss mich taufen lassen. Und so kam auch die Taufe dann 2 Monate später. Und so war wirklich alles besiegelt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Es hat lange dazu gebraucht, um diesen Weg einzugehen. Und heute kann ich ganz klar sagen, es musste alles so sein. Ich habe mich dazu entschieden, der Mensch hat einen freien Willen. Ich habe mich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Weil in Religion, in Formen, in Verboten kann ein Mensch nicht bleiben. Es führt immer zu Zwängen und es führt dann immer zu Ausbrüchen und zu radikalen Ausbrüchen. Man geht extremer, wie es extrem ist. Also es geht immer tiefer und tiefer. Und ich kenne so viele Familien in unserem Umkreis, wo viele Familien so aufgewachsen sind und immer noch so leben und viele Kinder geschädigt sind. Und diese Kinder, die tun mir so weh im Herzen, weil Religion ihr Leben so geprägt hat. Und mein Wunsch ist es einfach, dass wir wirklich in diese Beziehung zum Herrn treten. Nicht auf Menschen hören, sondern wirklich die Beziehung zum Herrn pflegen. Nicht auf Menschen schauen und dann zu Gott, sondern wirklich die direkte Verbindung zu Jesus. Und fragen, was er möchte, wie er es möchte, wie mein Leben aussehen soll. Und wir würden die Fülle im Leben haben, weil dieses Werk ist vollbracht. Wir leben in dieser Zeit, wo das Werk des Kreuzes vollbracht ist. Es ist alles geschehen, wir haben alles. Er hat uns gesegnet. Wir haben jede Fülle in den himmlischen Regionen. Er hat uns geistig gesegnet. Aber es liegt an uns Menschen, wie bauen wir? Bauen wir wirklich auf Menschen, auf ich muss mich so anziehen, ich muss mich so geben, ich muss so oft zur Kirche gehen, ich muss so viel beten, ich muss mich so verhalten. Das ist alles in meinen Augen und aus meinem Leben ziehe ich das heraus, ein modernes Pharisäerleben. Dass man wirklich, man liest nach dem Wort, man nimmt die Dinge auf und man muss so und so. Aber der Geist Gottes, er öffnet die Schrift. Er öffnet den Menschen die Schrift. Aber der Buchstabe, er tötet. Und ich wünsche mir so sehr, dass wirklich auch dieses Zeugnis aus meinem Leben, was ich durchlebt habe, 13 Jahre in der tiefsten Welt, am Anfang hat Spaß gemacht. Aber danach kamen die Qualen. Und ich möchte einfach, dass dieses Zeugnis auch dich ermutigt, aufzustehen, wirklich, auch egal, auch wenn du schon viel weißt über den Glauben, es zu hinterfragen. Und dass Gott dir alles zeigt. Und er wird dir alles zeigen. Wer sucht, der wird finden. Und Gott hat uns alles gegeben. Es ist alles da, es ist vollbracht. Wir Menschen müssen nur hingehen, es annehmen und wir sind seine Kinder. Und er wird uns in alle Wahrheiten führen, in alle Wahrheiten. Und das ist so wunderbar. Und Jesus ist keine Religion. Jesus ist nicht, wir müssen in die Kirche gehen. Jesus ist nicht, ich muss Bibel lesen täglich und dann bin ich gut. Wenn wir in diese Beziehung eintreten zu Jesus, wir werden niemals davon loskommen wollen, weil wir erkennen, er ist der Sinn, die Wahrheit und das Leben. Und das wünsche ich dir, dass du wirklich diesen Sinn findest, egal wo du steckst, egal wie groß die Sünde ist. Gottes Gnade ist größer wie die größte Sünde. Und damit möchte ich abschließen und mache dich auf und werde ein Teil der Gemeinde Gottes.